Olaf Scholz will kämpfen und denkt überhaupt nicht daran, auf die Kanzlerkandidatur der SPD zu verzichten. Das betonte der Sozialdemokrat vor seiner Abwahl vom G20-Gipfel in Rio de Janeiro. Es gebe aus seiner Sicht keinen Grund, Boris Pistorius den Vortritt zu lassen, auch wenn der Verteidigungsminister bessere Umfragewerte habe, so Scholz. Noch steht die Parteiführung der Genossen ja nach außen hin auch geschlossen hinter Scholz. Das Grummeln in den eigenen Reihen aber, es bleibt. So sprechen die einen von einem Krisentreffen in Berlin, die anderen von einer Routinesitzung. Ergebnisse nach der Vorstandsrunde wurden bisher nicht bekannt. Matthias Heinrich über die anhaltende Hängepartie der SPD in der K-Frage. Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Die SPD-Führung schwiegt nach einer Krisensitzung zur Kanzlerkandidatur. Auch im Kanzleramt sind die Rollläden runter bzw. die Zäune hoch. Olaf Scholz macht nochmal eine Fernreise zum G20-Gipfel in Brasilien. Für ihn ist die Sache mit der Kandidatur aber klar. Wer wie ich sagt, es wird jetzt neue Wahlen geben, indem ich den Weg dadurch möglich mache, löst damit auch aus, dass darüber diskutiert wird, wie man sich da aufstellt. Aber das ist für die SPD klar und auch für mich. Wir gehen in diese Wahl hinein, um erfolgreich aus ihr herauszugehen. Kurz danach legt Scholz im Weltinterview nach. Die Führung stehe hinter ihm. Die Parteivorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden, den Generalsekretär, viele andere haben Sie öffentlich gehört. Können Sie in Ihre Sendung reinschneiden, die sind da immer sehr eindeutig gewesen. Und deshalb kann ich mich nicht darüber beklagen, dass ich da nicht genügend Solidarität habe. Aber wohl nicht überall. Der mächtige NRW-Landesverband hält dagegen, Boris Pistorius sei der beliebteste Politiker Deutschlands. Scholz stehe im Beliebtheitskeller. Selbst Pistorius, sonst immer ganz glasklar hinter Scholz, sagt auf einmal: In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. SPD-Urgestein Franz Müntefering sieht Scholz nicht als Gesetz. Der Niedersachse Stefan Weil spielt hingegen im Team Scholz. Der Bundesarbeitsminister ebenfalls vasallentreu. Ich habe zur K-Frage meine Meinung sehr deutlich gesagt in den letzten Tagen. Ich habe mich hinter Olaf Scholz gestellt. Da steht auch Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel dagegen klar im Team Pistorius. An der Basis der SPD steigt jeden Tag der Widerstand gegen ein Weiter so mit Kanzler Scholz und der SPD-Führung fallen nur Beschwichtigungen und Ergebenheitsadressen ein. Jetzt ist mutige politische Führung gefragt. Wer das laufen lässt, bringt die SPD unter 15%, so Gabriel. Allerdings, ob Boris Pistorius die SPD wirklich im Wahlkampf an die Spitze katapultieren kann? Vielleicht ist es da für ihn besser, Scholz den Karren endgültig in den Dreck fahren zu lassen und erst dann der ramponierten SPD zu neuem Glanz zu verhelfen.